Die wichtigste Zutat beim Essigmachen ist Zeit. Seit 40 Jahren stellt Schorsch Wiedemann auf dem Doktorenhof in Fenningen Essige her. Und zwar so, wie es jahrhundertelang Tradition war. Ja, die Handwerkskunst ist ganz wichtig bei uns, weil wir haben keine große Maschine dafür. Wir vergären noch über die Essigmutter, also wir haben unsere Bakterien und dadurch werden auch die Essige runder und weicher und Essig ist nicht so kratzig und vor allen Dingen ist, denke ich mir, unser Essig einfach für den Körper ein angenehmes Gefühl, wenn ich den trinke, wenn ich den zu mir nehme. Und die Leute trinken das ja pur, die trinken pur Essig und sagen, das tut mir gut und das ist doch das Wichtigste dabei. Und ich wüsste keinen Grund, ich wüsste auch keiner, warum das sich das verlassen soll oder warum das wir das anders machen sollten. Der ganze Stolz des Pfälzer Essigweingutes Safranessig. Um einen guten Essig zu machen, brauchen die Wiedemanns erstmal einen guten Wein. Auf etwa 10 Hektar bauen sie dafür ihre Trauben an. Weil Hunde sollen Getreide fressen. Ja, deshalb ist Anouk auch schon im Auto. Ja. Der Doktorenhof ist ein Familienbetrieb. Hier arbeiten Schorsch, Tochter Katrin und Schwiegersohn Andi Hand in Hand. Um den Grundwein für ihren Essig herzustellen, lesen die Wiedemanns ihre Trauben erst, wenn sich Botrytis, eine spezielle Edelfäule auf den reifen Beeren, gebildet hat. Heutzutage werden die Trauben eigentlich gelesen, wenn sie vollreif sind und auch noch alle gesund sind. Und wir warten einfach, bis mehr Botrytis quasi über die Traube gegangen ist und die Trauben mehr so rosinenartig werden. Und dann kriegen sie eigentlich mehr Süße und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen relativ süße Trauben. Wenig Ertrag, aber dann halt süß. Bewährt hat sich die Rebsorte Ortega. Etwa 100 Öchsle haben die Trauben zum Zeitpunkt der Ernte. Andi ist gelernter Winzer. Er hat sich auf die Weinherstellung für Essige spezialisiert. Rund 300 Kilogramm Trauben sind in der Bütte. Die schüttet er mit Hilfe eines Gabelstaplers in den Trichter der Mostpresse, der sogenannten Kelter. Hier ist Geduld gefragt. Mit wenig Druck und nur einer einzigen Pressung wird der Saft aus den Trauben geholt.
Immer wieder stoppt Andi den Prozess. Das dauert jetzt eine gute Stunde, weil die Trauben, die in dem Korb sind, bekommen jetzt Druck von oben von einer Hydraulikpresse. Und wenn die Druck bekommen, muss man den Trauben Zeit lassen zu platzen und die Flüssigkeit abzugeben. Das ist das, was wir sehen, dass der Saft immer wieder rausläuft. Und wenn er jetzt so läuft, dann muss man wieder aufhören und wieder warten und den Trauben wieder durch den Druck Zeit geben, dass sie die Flüssigkeit abgeben. Das schonende Verfahren hat den Vorteil, dass nur der süße Saft, aber keine Bitterstoffe von Schalen und Kernen in den Most gelangen. Der Most wird in einen Edelstahltank gepumpt. Durch die Hefe der Trauben beginnt es langsam zu gären. Diese Gärung setzt sich in den nächsten Tagen fort. CO2 entweicht, Alkohol bildet sich und die Süße geht langsam runter. Nur wenn das richtig süß ist, dann bleibt auch eine gewisse Restsüße, wie man so schön sagt, im Wein enthalten. Und das ist für uns wiederum wichtig für den Essig. Allein die Zeit macht aus dem Most einen guten Wein. Ohne Zutun dauert das etwa ein Jahr. Man könnte heute Schnellgärverfahren machen. Das sind, was weiß ich, ein paar Tage. Und wir brauchen halt relativ lang, wir brauchen über ein Jahr dafür, bis das unvergoren ist. Man dient das auch nicht beeinflussen. Und das lasse ich einfach so sein. Die Natur in den Keller, die kann da drin wirken, wie sie will. Ich kann das auch nicht beeinflussen. Wie gesagt, ich lasse das einfach so gehen. Und das denke ich mir, das bringt auch so die Ruhe in den Essig neu. Nach der Gärung lagern die Wiedemanns ihre Weine in alten Holzfässern. Anders als in Edelstahltanks bekommen sie durch das Holz ständig Kontakt zum Sauerstoff. Wenn quasi der Most vergoren ist zu Wein und dann bleibt der liegen noch auf der Hefe. Die Hefe gibt auch wiederum eigene Duftstoffe ab. Und es wird ganz spät erst von der Hefe getrennt. Und dann bleibt er noch einmal liegen und auch ohne irgendwelche Zugabe. Das heißt, er oxidiert uns langsam. Er wird dann schwerer, er wird weicher in sich, die Säure baut sich ein bisschen ab. Das Ganze ist ein anderes Produkt, wie wir zum Wein brauchen. Aber wir gehen dann quasi einen Weg weg von Wein zu Wein, sondern wir gehen den Weg von Wein zu Essig. Und da brauchen wir ganz andere Grundstoffe dafür. Als Basis für ihren Safranessig suchen Schorsch und Andi nun den passenden Wein aus. Aber hier haben wir jetzt von Ortega von 2020. Ich glaube, dass der für unseren Safran genau richtig sein wird. Ja, probieren wir den. Der passt doch, denke ich. Mal sehen. Ja. Durch die Gläser. Ja. Durch den oxidativen Ausbau, also den Kontakt mit Sauerstoff, ist der Wein besonders schwer und komplex und hat sherryartige Noten. Riecht tut er gut. Ja, die Farbe ist schon schön goldbraun, Ja. das ist schon schön reif. Ein bisschen noch Pflaume. Und Rosine, ganz. So wie so ein süßer, hochwertiger Essig wäre so. Super. Also, ja, ich bin total begeistert. Der ist richtig gut geeignet. Das ist Ortega, das, was wir auch gelesen haben. Und die ist ja jetzt seit 5 Jahren alt. Und dadurch hat die natürlich schon ein bisschen Firnis, die hat ein bisschen Alter, die hat einfach Tiefe, die hat Röstaromen, ein bisschen ja, Fruchtaromen drin, da ist alles drin. Und ich denke gerade so ein Safran, der ja schon sehr, sehr markant ist von so einem Geruch und von so einem Geschmack und auch die Dumpfheit von dem Safran ist so ein bisschen dumpf. Das passt, oder könnte. Das wissen wir ja jetzt nicht, aber könnte richtig gut werden und deswegen nehmen wir den mal als Grundbasis. 9 Volumenprozent Alkohol hat der Wein. Den braucht es, um ihn zu Essigsäure zu verstoffwechseln. Mehr darf es nicht sein, findet Andi. Ein schöner Wein mit einer schönen Balance, mit einer schönen Süße. Sollte man auch nicht zu viel Alkohol haben, dass man einfach eine schöne Süße hat, die später das süße Säurespiel für den Essig ausmacht.
Darum brauchen wir brauchen Alkohol, aber einfach auch nicht zu viel. Pumpe man um. Ja, wunderbar. Um Essig anzusetzen, zieht Andi den Wein mit einer Impellerpumpe ab und pumpt ihn in ein Essigfass. So ist okay, kann ich einschalten. In diesem Gärfass kommt die wichtigste Mitarbeiterin des Doktorenhofs zum Einsatz, die Essigmutter. Die funktioniert ähnlich wie ein Sauerteigstarter beim Brotbacken. Man nennt das Ganze Acetobacter, das ist ein Essigbakterium. Und das ist das Bakterium, was dann den Alkohol in dem Fass, das dauert natürlich relativ lang, langsam umverwandelt in Essig. 5 Liter Essigmutter gibt Schorsch auf etwa 1000 Liter Wein. Die Bakterien verwandeln den Alkohol zu Essig. Seit Generationen wird die Essigmutter in der Familie Wiedemann bewahrt wie ein Heiligtum. Das war auch so früher schon gewesen. Jeder Haushalt oder jeder Winzerbetrieb hat quasi so eine eigene Essigmutter seit Generationen vielleicht schon gehabt. Und die war dann so eine hauseigene Essigmutter. Es gibt Weine, wenn man die trinkt, da weiß man genau, die ist von dem und dem Betrieb, weil das ist so die Handschrift von dem Winzer. Und genauso auch die Handschrift jetzt auch von unserer Essigmutter. Wir haben eine Essigmutter für Rot, für Weiß, für Rosé. Und die Essigmutter, das ist unser allheiliges. Und dabei ist sie genügsam. Gefüttert mit gutem Pfälzer Wein wächst die Essigmutter ständig weiter. Schafft 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Kein Urlaub, keine Weihnachten, kein gar nichts. Schafft immer durch. Braucht aber Alkohol. Ja. Nachdem die Essigmutter ihren Job gemacht und den Wein zu Essig vergoren hat, wird der in Barrikfässern gelagert. Dort reift der Essig nochmal mehrere Jahre. Alle 2 Wochen überprüfen Schorsch und Andi den Reifegrad ihrer Essige. Jetzt probieren wir die Essig mal ein bisschen durch. Jawohl. Gucken wir mal, wie weit das gegoren ist. Schön. Der ist schon jetzt sehr weit, sehr reif. Das ist vielleicht so, ich glaube, dass da schon ein Jahr ungefähr drin ist bei der Essigmutter. Wir begleiten quasi die Gärung. Das macht man beim Wein so, das machen wir beim Essig so. Das war schon immer wichtig gewesen, immer auch in der Zeit, wenn was gärt, dass man das immer begleitet, um zu sagen, ja, wir sind zufrieden oder weniger zufrieden oder passt so. Ne? Wichtig ist ja immer, dass die Gärung sauber ist und dass man im Nachhinein auch ein gutes Produkt hat. Das ist ja quasi das Wichtigste überhaupt, dass das funktioniert. Die sensorischen Tests sind wichtig, um herauszufinden, ob die zugegebene Menge Essigmutter ausgereicht hat. Wir können fremde Bakterien reinkommen und können das beeinflussen, dass unsere Essigbakterien zum Beispiel
überlagert werden. Wir haben schon mal Jahrgänge gehabt, da war sehr viel Essig draußen im Feld schon. Das war halt ein schlechter Jahrgang. Und wenn wir dann nicht aufpassen, dann kriegen wir vielleicht irgendwelche Fremdstämme rein. Und dann geht unsere kaputt. Ich glaube, dass der schon ziemlich so weit ist. So. Müssen wir mal einer probieren. Okay. Dann sehen wir es. Bei reiferen Essigen testet Andi auch den Säuregehalt. Dafür zieht er 6 Milliliter Essig aus dem Glas. Darauf tropft er so lange eine Tritierlösung, bis die Farbe des Essigs umschwingt. Anhand der Tritiermenge lässt sich der Säuregehalt des Essigs bestimmen. Ja, der ist schon ziemlich weit. Genau, der hat schon Ja, kenne ich. 3,5 Promille. Ja, das ist gut. Ja. Sind wir aber zufrieden, ne? Sehr gut, ja, es läuft alles super. Ja. Hauptsache, die Fässer sind in Ordnung. Es funktioniert, es geht gut. Und dann können wir es in 2 Wochen wieder probieren, würde ich sagen. Genau, machen wir dann. Bevor Schorsch und Andi ihre Essige abfüllen, werden sie in einem Lebensmittellabor geprüft. Kurz vor der Abfüllung geben wir die Essige noch einmal ins Labor. Da wird der ganze Essig noch einmal untersucht. Wir müssen ja auch angeben auf dem Etikett, ob Eiweiß, wie viel das drin ist, wie viel Salz, wie viel Fettanteil. Ist natürlich nichts oder wo soll das herkommen, aber es ist Pflicht, dass das alles noch einmal untersucht wird. Und das machen wir, ja, ganz klar. Um Safranessig zu machen, brauchen die Wiedemanns jetzt nur noch eines: Safran. 50.000 spezielle Krokuszwiebeln aus dem Iran haben sie in der Pfalz eingepflanzt. Die blühen im Herbst und müssen dann sofort geerntet werden, weil sich sonst Insekten die wertvollen Safranfäden klauen. Vorsichtig zupfen sie die zarten Blüten ab. Also wie man sieht, sind die sehr, sehr filigran. Man darf natürlich kein Gras mitnehmen. Und man muss halt auch aufpassen, dass man sie wirklich ohne zupft, dass die Safranfäden drin bleiben, dass die ganze Blüte mitkommt. Und es ist halt auch wirklich, wirklich anstrengend. Das sieht jetzt zwar so ganz leicht aus, aber wenn man sich überlegt, wie riesig so ein Feld ist und dass man die ganze Zeit mehr oder weniger in die Knie geht oder in der Hocke bleibt, kriegt man ordentlich Muskelkater. Mehrere Wochen ist die Familie täglich auf dem Feld, um die wertvollen Blüten zu ernten, die nur nach und nach aus dem Boden kommen. Und auch nur dann, wenn sie wirklich Lust haben. Es ist eine Diva, sagen wir mal so. Ja. Die ist morgens überhaupt nicht anzusprechen, also ist auch morgens gar nichts da. Und es wird zum Mittag, bis langsam die ersten paar Krokus kommen. Und es war halt morgen richtig kalt, das heißt, heute ist sehr, sehr wenig. Wenn morgen warm wird, dann kann es sein, dass Männer kommt. Sie kündigt sich morgens nicht an, dass sie mittags kommen will. Das ist sehr schwierig. Ja. Man muss dann immer gucken, so um 12 Uhr runterfahren, gucken, ist was da und dann können wir es holen. Super, da haben wir ja richtig fleißig. Hilfst du mir, dass die mal ausputzen? Geht das? Ja. Haben wir es alle? Nein. Das wird versteckt, oder? Super, danke. Nur 3 Safranfäden sind in einer Blüte. Die lösen Katrin und ihre Freundin Eva vorsichtig aus den Blüten. Genau, die Blüte brauchen wir dann leider nicht mehr, die leere. Schade. Ja. Aber die tun wir in den Verkaufsraum als Dekolächeln. Sieht wunderschön aus. Feinarbeit. Hier sind Geduld und Präzision gefragt. Also man braucht
ungefähr, also so 10 Fäden sind in einem Safranfläschel drin, 3 Fäden sind in einer Blume. Wenn man sogar Glück hat, 17 Jahre, wo 4 drin sind. Also sagen wir mal 2 bis 3 Blumen für ein Fläschchen Safranessig. Noch riechen die Safranfäden nicht. Das typische Aroma kommt erst beim Trocknen. Bei 65 Grad fermentiert Katrin den Safran im Ofen. Die feuerroten Fäden sind das teuerste Gewürz der Welt und galten schon immer als besonders wertvoll, weiß Schorsch. Safran hat man früher schon immer gehabt. Safran war wohl das Allerheiligste der allerheiligen Gewürze, deswegen auch so teuer, die man früher genommen hat. Die Senatoren im alten Rom haben ihre Scherben mit Safran gefärbt zum Beispiel. Alexander der Große, so gibt es eine Geschichte, hat seine Haare gefärbt mit. Und da war er wie ein Gott. Das ist eine Farbe wie so ein Gott. Da steht ein Gott vor dem gegnerischen Heer und jeder hat Ehrfurcht. Ja, und der Krieg kann gewonnen werden. Und Safran war halt auch früher ein Heilmittel, ein ganz starkes Heilmittel gegen alle möglichen Geschichten. Und das wohl Wichtigste, ein Stärkungsmittel für den Körper. Nach 20 Minuten im Ofen ist der Safran trocken und muss sofort rausgenommen werden. Riecht so schon. Ich glaube, der ist fertig. Oh ja, der riecht hervorragend. Was so? Blech ist ein bisschen warm. Duftet einfach herrlich. Und das aus so viel Blüte. Siehst du, überlegt, wie viel Arbeit so wenig Safran wird. Die heutige Tagesernte kommt jetzt in den Essig. Fünf Jahre ist dieser Ortega-Essig nun im Barrikfass gereift. Vor 10 Jahren war die Weinlese. Diesen Essig hat Schorsch bereits im Fass mit 2% Honig und Traubenmost veredelt und im Fass mehrere Wochen ziehen lassen. Safran ist relativ bitter, hat so einen leicht moorige, dumpfe, bittere, wunderschöne Ton. Aber den kann man mit dem Honig, wenn wir zugeben, ein bisschen abmildern. Dann schmeckt es gefälliger. Wir probieren natürlich auch dann die Vorgabe, wie schon Hildegard von Bingen gemacht hat, einfach Essig und Honig zu verabreichen. Das hat früher sich genannt Oxymel, das gibt es mittlerweile auch. Das war aber Honig und Essig. Und wir gehen den Umkehrschluss, wir machen mehr Essig, wenig Honig. Somit kann man den Essig auch tagtäglich trinken, auch fürs allgemeine Wohlbefinden trinken. Man hat keine große Wirkung oder was, aber der Körper fühlt sich wohl und das ist das, was wir machen möchten. Ja. Hi Katrin. Hi. Ich bringe dir den Essig für deinen Safran. Super. Vielen Dank, super. Dann kannst du abfüllen. Ein bisschen. Ja. So, oder? Langsam, langsam, dass ich auch nichts verschütte. Schade. Gell? Jeder Tropfen ist wichtig. Super. Vielen Dank. Jetzt. Perfekt. Bitte schön. So, das sind jetzt ungefähr 10 Fäden. 10 bis 12. Und die geben dem Safranessig den richtig tollen Geschmack. Es darf es noch so 1 bis 2 Wochen bei uns stehen, noch ein bisschen durchziehen.
Und dann darf er in den Verkauf. Korke drauf, richtig ordentlich. Perfekt. Etwa 30 bis 40 Fläschchen Safranessig füllt Katrin ab. Immer gerade so viel, wie im Laden gebraucht wird. Also das ging definitiv mit Maschine, wie man sieht. Das funktioniert gar nicht, da braucht man wirklich Fingerspitzengefühl. Und das darf auch nur jemand machen, der ein bisschen Geduld hat. Maschine dafür gäbe es gar nicht. Geduld braucht auch Mitarbeiterin Anetta. Ihre Aufgabe: etikettieren und Schleifchen binden. Jetzt ist der Safranessig fertig. 20,50 € kosten 100 Milliliter. Wir machen das nicht mit Hightech, wir machen das nicht in die Größe, wir beliefern nicht die viel wollen, sondern wir machen alles andersrum. Die wenig wollen, die kriegen es, die viel wollen, mit denen trinke ich vielleicht ein Gläschen Wein zusammen. mehr geht nicht. Ja. Besonders gut eignet sich der Safranessig vom Doktorenhof für Risotto oder Kürbisgerichte. Schorsch kocht eine Kürbissuppe. Frisches Gartengemüse und Kürbis bilden die Basis. Ich bin der Koch im Haus. Ich liebe Kochen. Meine Mutter war Köchin gewesen und ich habe das Kochen beigebracht. Traditionell einfache, gute Gerichte, die herzhaft sind und die vor allen Dingen Kraft geben. Das ist das Wichtigste. Ja. Wenn das richtig schön angebraten ist, das dauert jetzt eine halbe Weile, und dann wird es abgelöscht mit ein bisschen Wein. Wir sind ja in der Pfalz und bei uns wird immer gern mit Wein gekocht, was überhaupt nicht verkehrt ist. Das sollte man viel, viel mehr machen mit Wein kochen. Jawohl. Und natürlich der Safranessig. Das ist ja ganz wichtig, dass ich also das Safranessig neu mache. Das passt nämlich ganz gut. Grundsätzlich tut Essig immer das Essen unterstützen. Es zieht quasi aus den Aromastoffen, die ja in den Kräutern oder im Gemüse drin sind, noch mehr raus als normalerweise. Ne? Und es gibt auch eine ganze Milde dann dazu. Säure und Süße oder Säure und Schärfe, das passt immer sehr gut zusammen. Die Suppe ist da. Ihr riecht auch gut. Ich hoffe, ihr habt es richtig gemacht. Sehr gut. Bereits wenige Milliliter Safranessig geben der Suppe das gewisse Etwas. Safran hat halt einen gewissen eigenen Geschmack, der sehr, sehr toll ist, der einmalig ist. Den kann man nirgends verleugnen, wenn Safran drin ist. Das schmeckt immer nach Safran. Ja. Das perfekte Mittagessen für die Familie Wiedemann vom Doktorenhof in der Pfalz. Kräuter dazu. Und ein Extraschluck vom guten Safranessig darf es immer sein. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.